Soweit also die Berliner Runde, aber es gibt noch so viel mehr zu besprechen am heutigen Wahlabend. Und damit herzlich willkommen zu einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen live aus der Hauptstadt, live aus unserem Wahlstudio hier im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Deutschland hat gewählt und wie erwartet heißt der Wahlsieger CDU/CSU, die Union mit Abstand stärkste Kraft, entsprechend groß der Jubel im Konrad-Adenauer-Haus. Und die Partei, die bisher den Kanzler stellt, ja, die fällt auf ihr historisch schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl. Pflichtapplaus und große Fragezeichen im Willy-Brandt-Haus. Freude dagegen bei der AfD, die nun zweitstärkste Kraft im Bundestag werden wird. Und auch die Linken feiern nach einem vor kurzem noch kaum für möglich gehaltenen Ergebnis. Und wie die aktuelle Hochrechnung aussieht, wie immer für die Zahlen, für die Analysen zuständig Jörg Schönborn. Jörg, was ist denn der aktuelle Stand bei dem Ergebnis? Ich glaube, die wichtigste Information vorweg, es ist kein Abend, um früh ins Bett zu gehen. Spannender Wahlabend. Bislang beruht unsere Hochrechnung, auch diese, nur auf Ergebnissen aus einzelnen Stimmbezirken, Wahllokalen. Und es wird jetzt noch eine Weile dauern, bis die Wahlkreise ausgezählt werden. Und erst dann werden wir in einer wichtigen Frage Gewissheit haben. SPD im Moment 16,4, die Union bestehend aus CDU und CSU 28,5, Grüne 12, die FDP jetzt 4,6. Da ist der Trend deutlich weg von der 5%-Hürde. AfD 20,5, die Linke 8,6, BSW jetzt 4,9. Und die anderen Parteien 4,5%. In dieser Situation wäre eine Variante, dass es nur 5 Fraktionen im Deutschen Bundestag gibt. SPD 120, Union 208, Grüne 88, AfD 150, zweitstärkste Kraft, Linke 63 und wie bisher ein Sitz für die dänische Minderheit. Das ist eine Möglichkeit. Dass die FDP noch reinkommt, ist mittlerweile unwahrscheinlich. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass das BSW noch über die 5%-Hürde springt. Schauen wir uns die Koalitionsmöglichkeiten in diesen beiden Fällen an. Ohne das BSW geht es zwischen Union und AfD, aber das will die Union nicht. Dann hätte Schwarz-Rot eine Mehrheit, Schwarz-Grün nicht. Mit dem BSW im Bundestag wird es politisch anspruchsvoll. Auch hier Schwarz-Blau mit knapper Mehrheit, aber politisch nicht gewollt. Schwarz-Rot würde dann schon nicht mehr reichen. Das heißt, dann müssen CDU und CSU und die SPD miteinander gucken. Mit Grün ginge es. Naja, und dann wird es politisch extrem mit dem BSW, mit der Linken. Aber das zeigt eben, Ingo, wie die Mitte doch so schwach geworden ist, dass kleinere Koalitionen schwierig werden. Das liegt auch daran, dass die Union ja eigentlich über 30% kommen wollte und das aber nicht geschafft hat. Woran hat das gelegen? Ihr großes Feld ist ja seit eh und je das Thema Wirtschaft. Da ist sie immer Kompetenzführer bei Wahlen gewesen. Und wenn wir uns da mal die Kompetenzkurve ansehen, das, was die Wählerinnen und Wähler ihr zutrauen, dann sehen wir, es geht zwar ein kleines bisschen nach oben von 32 auf 39, aber auf lange Sicht ist das einer ihrer schlechtesten Werte. Und Friedrich Merz hat ja durchaus erfolgreich das Thema Migration angesprochen mit Positionen, die breite Mehrheit finden. Da fragt man sich, warum reichte es dann nicht für mehr als 30%? Es gibt eine ganz interessante Grafik, die einen Teil der Antwort gibt. Wer ist verantwortlich dafür, dass in den letzten Jahren so viele Flüchtlinge und Asylbewerber nach Deutschland gekommen sind? Und da machen die Wählerinnen und Wähler zu mehr als der Hälfte die Union verantwortlich ist. Das ist die Merkel-Politik, das sind die Spuren davon. Und das ist der Konflikt, den die Union jetzt hat. Neue Positionen, aber verantwortlich aus Sicht der Wählerinnen und Wähler für die bisherigen Probleme. Vielen Dank für diese Zahlen.